Howdy VfB-Fans und herzlich willkommen zu den 0711 News oder wie wir hier in Texas sagen, Welcome to the 0711 News. Hier bei mir, eurem Lucky Luke zwischen den Pfosten, bekommt ihr die aktuellsten News aus Texas. Heute blicken wir gemeinsam auf den Dienstag zurück und wir waren das erste Mal auf dem Trainingsplatz und zwar beim MLS-Club Austin FC und ja, jetzt könnt ihr euch mal ein paar Eindrücke davon angucken. Pünktlich um 9:15 Uhr stehen die Shuttlebusse bereit. Nach einer ersten Nacht im Hyatt Regency Hotel steht am Dienstagvormittag um 10 Uhr Ortszeit Austin eine erste Trainingseinheit auf dem Programm. Dazu steuert der VfB-Spieler, Trainer und Betreuer Tross das rund 20 Kilometer entfernte St. David's Performance Center an. Also das Trainingsgelände, auf dem der im Halbfinale der US-Meisterschaft ausgeschiedene MLS-Club Austin FC beheimatet ist. Nach einer knapp 20-minütigen Anfahrt freuen sich die VfB-Profis auf den fußballerischen Aufgalopp der Texas-Reise. Schließlich steht trotz der ebenfalls geplanten touristischen Aktivitäten ja am kommenden Samstag auch noch das Spiel gegen den 1. FC Köln im Q2 Stadium auf dem Reiseplan. Vor dem Training hat es extrem müde gewirkt dann heute, auch beim Frühstück haben die Jungs sehr müde ausgesehen. Aber jetzt mit Kicken auch ein bisschen Spaß rein, haben wir schon gesehen, dass Fußballspielen einfach Freude macht und jetzt haben wir sie ein bisschen wach gekriegt. Also die Bedingungen am Trainingsgelände sind super, ja, vor Ort, wenn man jetzt den Kraftraum sieht, wenn man drin die Umkleidekabinen sieht, wenn man auch die Rasenflächen sind top. Ja, zum Wetter. Ich habe irgendwo letzte Woche jetzt um die 30 Grad gehabt. Ich habe gehört, heute ist der kälteste Tag da in Austin mit 15 Grad, 14 Grad, aber ist auch nicht so schlimm. Haben einen Halswärmer dabei und macht Spaß. Nee, wir nehmen das gut an, wir machen eine gute Woche draus, versuchen dann ein ordentliches Spiel gegen Köln zu machen und dann war das eine schöne Woche. Bei besten Bedingungen bereitet sich der gesamte mit nach Austin gereiste VfB-Kader inklusive der jungen Wilden auf das Bundesliga-interne Match auf texanischem Boden vor. Man merkt unseren Brustring-Kickern an, dass diese erste Einheit eine willkommene Abwechslung ist, nach einem langen Reisetag und dem rund 11-stündigen Flug am Montag. Nach der Aktivierung sorgen VfB-Coach Michael Wimmer und sein Trainerteam dafür, dass unsere Jungs die Müdigkeit aus den Beinen bekommen. Mit viel Elan und Spielfreude wird bei besten Bedingungen gekickt und trainiert. Wir haben viele Youngsters dabei. Ja, einfach zum Kennenlernen, auch zum Beschnuppern, dass die Jungs von oben ein bisschen beschnuppern, ja, dass sie hier mit reinschnuppern in die ganze Trainingsqualität. Und ja, macht Spaß mit den Jungs, haben sie gut angenommen. Jetzt heute gleich beim Eck haben sie auch gut mitgespielt, ein paar Beinschlüsse verteilt oder beziehungsweise haben sie bekommen. Nee, war in Ordnung und so soll es ja auch sein, dass die jungen Spieler hier mit reinschnuppern. Und das haben sie sich verdient und von daher sind wir froh, dass sie dabei sind. Und wie gesagt, jetzt haben sie heute Nachmittag frei, sind ja auf ein paar Pressetermine, der Rest hat frei, genießt ein bisschen Familie auch. War uns auch wichtig, da die Balance auch zu finden in der Woche. Es war jetzt auch eine lange Vorrunde, jetzt auch ein bisschen runterzukommen, ein bisschen die Familie dabei zu haben, ein bisschen Zeit auch mit der Familie zu verbringen. Dass man sich untereinander auch besser noch kennenlernt, ist auch gut. Aber trotzdem, ja, wir haben Samstag auch ein Spiel und im Hinblick auf das Spiel wollen wir auch gut trainieren, dass wir da auch vorbereitet sind für den Samstag. Nach der etwas mehr als 1,5-stündigen Session am St. David Performance Center, nach getaner Arbeit also, macht sich der VfB Tross dann wieder bereit für die Rückfahrt ins Teamhotel. Schließlich warten dort die mitgereisten Familienmitglieder sowie ein leckeres gemeinsames Mittagessen auf unsere Kicker, bevor am Nachmittag dann noch einige US-Tourtermine auf dem Reiseplan anstehen. Soweit also unser Rückblick auf den ersten VfB-Trainingstag in Austin. Und damit gehen wir wieder zurück ins Hyatt Regency News Studio zu Anchorman Fabi Bradlow. So, ich hoffe, euch haben die ersten Eindrücke gefallen. Es war, glaube ich, ein guter Start in eine hoffentlich erfolgreiche Trainingswoche hier. Ja, es ist auf jeden Fall sehr kalt, ich glaube, das konnte man auch sehen, aber grundsätzlich haben wir uns natürlich trotzdem gefreut, jetzt auch nach dem Flug dann auf den Platz zu kommen und zu trainieren und wieder Gas zu geben. So, bevor wir zum nächsten Thema kommen, habe ich eine schöne Sache vor allem für die jungen VfB-Fans. Das liebste Maskottchen ganz Deutschlands beantwortet nämlich Fragen von jungen Fans. Hallo Fritzle, ich bin der Luca aus Reutling. Und hallo Fritzle, ich bin der Silas aus Reutling. Und kannst du Florian Müller fragen, wie es ihm in den USA gefällt und auf was er sich bei der Reise nach Texas am meisten freut? Und habt ihr eigentlich Zeit, die WM zu schauen? Und was denkt ihr, wer wird Weltmeister? Hallo Luca, hallo Silas, Flo Müller hier. Ich werde jetzt mal eure Fragen beantworten und zwar, ich fange mal an mit den USA-Fragen und zwar, ja, mir gefällt super hier in den USA. Es ist einfach ein sehr, sehr schönes Erlebnis, viele neue Eindrücke
Und ich freue mich mit Abstand am meisten aufs Footballspiel, weil ich selber großer Football-Fan bin. Und ich bin echt mal gespannt, wie das wird. Und zu der anderen WM-Frage. Ja, ich werde die deutschen Spiele bei der WM schauen, sonst wahrscheinlich nichts. Und ich hoffe natürlich auch, dass Deutschland Weltmeister wird. Aber ich werde die WM jetzt nicht so doll verfolgen, wie ich sonst immer gemacht habe. Also liebe Grüße, macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank. Viele Grüße nach Austin. Bis bald in Stuttgart. Ciao. Ciao. So, ich hoffe, damit konnte die Frage beantwortet werden. Das war jetzt auch nicht die einzige Frage. Fritzle wird auch in Zukunft noch einige Fragen von euch beantworten. Des Weiteren haben wir am Dienstag mit unserer VfB-Fußballschule eine Highschool hier besucht. Unter anderem war mein Torwartkollege Florian Schock dabei, aber auch unser Local Boy Nate Weiss, der da ein bisschen federführend war. Und ja, seht euch einfach den Film an. I want to welcome you guys to today's session with VfB Stuttgart. Thanks for having us in advance. I want to thank Coach Anderson for trusting us with the boys and the girls later. It's an honor to be here. That's looking better. Well done. More energy, guys. Come on. We're going to be doing a little bit of one-on-one. This is what I like to do with a lot of the players. Good. Keep going, keep going, keep going, keep going, keep going. Yes. Yeah, that's a good touch, man. Stay with it, stay with it. Reward yourself. Good. One move, take it. And go. Good. Now go, 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 go. Come on. Good, better. Next one. Smash him, smash him. Yes! Also den Kontakt haben wir von unserem Partner bekommen und der hat sich dann hier bei den Highschools erkundigt, wer zur Verfügung stünde, und dann haben wir diese tolle Venue hier bekommen. Ja, also die Kinder sind super drauf, die haben sich total drauf gefreut und man sieht auch, wie viel Spaß sie haben. So, das war's mit der ersten Folge der 0711 News. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr werdet auch in Zukunft einschalten, wenn es wieder heißt Welcome to the 0711 News. Bis dann. Ciao.